Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute geht es weiter mit der zweiten Folge über einige verschiedene Figuren, die Lego in seiner langen und abenteuerlichen Geschichte herausgebracht hat. Die Minifiguren sind ein beliebtes Sammelgebiet. In den Spielsets, Erwachsenenmodellen und Minifigurentüten kommen jedes Jahr hunderte neue Minifiguren heraus. Im vergangenen Jahr 2025 waren es allein schon über 1000, wenn man Duplo-Figuren und Minipuppen wegzählt. Seit 1978 sind schon über 15.500 verschiedene Minifiguren zusammengekommen. Bis 2015 hatten noch alle 6.500 Minifiguren in einem Katalog Platz. Inzwischen kann man sich nur noch in Online-Datenbanken wie bei Bricklink einen Überblick verschaffen. In meiner Minifigurensammlung habe ich mir nur eine kleine Auswahl von einzelnen Figuren zusammengestellt. Einige alte Figuren aus den klassischen Themenwelten mit einer kleinen Abfolge ihrer Entwicklung. Einzelne Figuren von einigen neueren Lego-Themenwelten und von Lizenzthemen. Und oben eine kleine Auswahl aus den verschiedenen Minifigures. Und an der Spitze habe ich noch das Wolkenkuckucksheim aus dem Lego-Film und das Simpson-Haus aufgebaut. Das waren zwei Themen des Jahres 2014, in dem ich dieses Ausstellungsregal aufgebaut habe. Ich habe jetzt ganz einfach auf kariertem Papier geplant und aus normalen weißen Steinen, Platten und Bögen zusammengesetzt. Die Kanten habe ich mit abgerundeten Steinen und Platten und die Säulen mit Bögen abgerundet. Das Ausstellungsregal hat 3 Ebenen mit jeweils mehreren Stufen für die Figuren. An der Hinterseite sieht man unten 3 verschiedene Rittertribünen, die ich eingebaut habe. In der Mitte ist die Abteilung für die Lizenzthemen und oben ist das Simpson-Haus und das Wolkenkuckucksheim aus dem Film. Die Grundfläche ist in der Mitte vertieft, damit ich eine Reihe Turnierritter auf ihren Pferden unterbringen kann. Ich kann die Figuren auf diesem Regal ganz flexibel zusammenstellen und umstellen, dazustellen und wieder wegnehmen, ganz genauso wie es mir gefällt und wie ich sie für andere Spielwelten und Sets brauche. Auf der untersten Ebene habe ich viele meiner Lieblingsfiguren ausgestellt, aus den ersten 3 klassischen Legoland-Minifiguren-Generationen. Zuerst eine kleine Zusammenstellung der ersten unbeweglichen Minifiguren von 1975, mit denen man noch schön bauen konnte. Den tollen Rollstuhl aus dem Krankenhaus, die 3 unterschiedlich groß gebauten Pferdetypen der Cowboys. Zwischen den Standardfiguren sehen wir die seltene Western-Oma mit ihren weißen Haaren und den Rallyefahrer mit dem Aufkleber. Dann beginnen schon die neuen beweglichen Minifiguren von 1978. Zuerst eine Reihe Stadtfiguren mit Aufklebern an den Oberkörpern aus dem ersten Jahr 1978 und dann die gleichen Figurentypen der zweiten Generation mit bedrucktem Oberkörper, zum Schluss den Bahnhofsvorsteher als Vertreter der grauen Eisenbahn. Bei der Paradieserfrau fehlt mir der richtige bedruckte Kopf und dann beginnt auch schon die Reihe der Astronauten. Futuron, Ice Planet, Mars Mission und der neue Astronaut von 2015. Hinter einigen neueren Stadtfiguren steht meine kleine Polizeimotorradsammlung.
In der zweiten Reihe stehen die Ritter von der ersten gelben Burg von 1978 zum ersten Löwenritter aus dem Volksfest 1592 von 1980 und die neue Rittergeneration von 1984 mit Dorfbewohner, den 3 Ritterfraktionen und Robin Hood von 1986. Im vertieften Mittelbereich stehen die Turnierritter hoch zu Ross auf ihren Pferden, der Schwarze Ritter von 1995, der Königsritter von 2000 und von 2013. In die Rückwand des Ausstellungsregales habe ich verschiedene Ritterturniertribünen eingebaut, von den Kingdoms 2013 mit den Minifiguren von 2015 über die Kingdoms 1 von 2000 mit der verkronten Krone beim König und im Hintergrund das transparent bedruckte Glasfenster. Und zum Schluss das erste klassische Prinzenpaar von 1979. Jetzt schauen wir uns die kleine Astronautenreihe an, mit dem ersten beklebten Oberkörper von 1978, Futuron von 1987, M-Tron von 1990, Blacktron 2 von 1991, Ice Planet von 2002, Mars-Mission von 2007 und Space Exploration von 2011. Auf der mittleren Ausstellungsfläche habe ich einzelne Figuren aus verschiedenen Lego-Spielwelten und Lizenzthemen zusammengestellt. Zuerst die wunderschöne neue Westernwelt von 1996, das Star Wars Lizenzthema mit den ersten gelbköpfigen Figuren von 1999 und der seltenen Darth Vader Figur von 2005 mit dem leuchtenden Lichtschwert. Dann kommen Indiana Jones, Dr. Cyber aus dem Time Quasars, Agents, Miners, Kima, der erste Ninja aus der Castle-Themenwelt, die legendären Piraten von 1989 mit den ersten unterschiedlich bedruckten Gesichtern und die dazugehörigen Südsee-Insulanern. Dahinter 2 Rotröcke aus unterschiedlichen Jahren. Hinten rechts im Eck habe ich die Beatles aus Yellow Submarine und einige Filmpersönlichkeiten wie Doctor Who, Baywatch, Ghostbusters, Scooby-Doo, Zurück in die Zukunft, Ninja Turtles, SpongeBob, Superman, Batman, Toy Story und zum Schluss sogar Steven Spielberg persönlich aus den Lego Studios von 2000. Dann geht es weiter mit den Piraten der Karibik und einem Wikinger von 2005. Hier habe ich einige Figuren aus dieser Reihe herausgestellt. Den Indiana Jones mit dem Goldgötzen, Frodo mit dem einen Ring, Jack Sparrow mit dem magischen Kompass, den Prinz von Persien mit dem Dolch der Zeit, die großen 3 Superhelden, die Woody-Figur mit dem überlangen Kopf, Armen und Beinen, der Lone Ranger von 2013, Marty McFly mit der E-Gitarre und dem Skateboard, Peter Venkman mit seinem Protonenrucksack und der 12. Doctor Who, der seine Uhr gegen einen Mantel eingetauscht hat, SpongeBob Schwammkopf, Homer Simpson mit Fernsteuerung und Donut, der schön bedruckte Scooby-Doo und die klassische, einfache schwarze Mickey Maus. Bei den Star Wars-Figuren habe ich euch schon den besonderen, nicht zerlegbaren Darth Vader gezeigt. Wenn man auf den Kopf drückt, dann leuchtet das Laserschwert. Meine absolute Lieblingsfigur ist aber Königin Amidala von 2012. Für mich ist das die schönste und aufwendigste Lego-Minifigur überhaupt. Diese Figuren sind heute sehr gesucht und erzielen überall hohe Preise. Bei den ersten Harry Potter-Figuren von 2001 haben Lord Voldemort und Severus Snape Köpfe, die im Dunkeln leuchten.
Hier zeige ich es euch nochmal aus der Nähe. In dieser Reihe schauen wir uns jetzt noch die Unterschiede zwischen den alten und den neuen Harry Potter-Figuren an. Bis April 2004 hatten sie ein gelbes Gesicht und sehr unrealistische, einfache Bedruckungen. Die neuen Figuren schauen viel besser aus, realistischer und detaillierter. Und es gibt auch die Kinderfiguren mit den verkürzten Beinen. Hier sehen wir nochmals die Beatles von 2016. Im obersten Stockwerk habe ich eine Auswahl von Minifigures, den Lego Movie und das Simpson Haus. Bei den Minifigures gab es schon in der ersten Serie von 2010 einen Steinzeitmenschen. Die Steinzeitfrau und Kleopatra gab es 2011 in der 5. Serie. Und den ägyptischen Krieger in der 13. Serie von 2013. Es gab immer wieder zahlreiche Römer, einen Senator, Centurio, Legionär und Gladiatoren. Der Aztekenkrieger ist von 2012, der Wikinger und der Musketier von 2014. Shakespeare kam im Lego Movie vor und Hamlet in den Minifiguren der Serie 22 von 2021. Der Admiral ist eine Standardfigur aus dem neuen Piratenschiff von 2014 und der Sheriff wieder eine Sammelfigur von 2015. Das ist ein Standard-Yankee aus der klassischen Westernwelt von 1996 und zum Schluss gibt es noch einen Russen und einen Deutschen aus den Indiana Jones Sets. Hier habe ich noch den britischen Bobby, den schottischen Dudelsackspieler, den irischen Kobold und die Freiheitsstatue von New York. Zum Schluss werfen wir noch einen kleinen Blick auf zwei Spezialfiguren. Die NBA-Basketballspieler von 2003 haben spezielle, zusammengewachsene und gefederte Beine und verlängerte, einrastende Arme mit fixem Handgelenk, mit denen sie den Basketball werfen können. Zum dritten Mal sehen wir den Darth Vader. Die Hüfte ist mit dem Oberkörper fest verbunden und zum Batteriewechsel muss man die fest verschweißte Rückenplatte herausbrechen. Der Vampir aus der Minifiguren-Serie 8 hat besondere nach außen gebogene Flügelarme. Bei den Spezialfiguren zeige ich euch den Affen aus der Piratenwelt von 1989. Er hat 4 gleiche Arme und Füße aus normalen Minifigurenarmen mit Drehhänden. Hier habe ich die erste Skelettform mit den Wackelarmen von 1995, aus dem ich selbst einen Sensenmann gebaut habe. Hier sehen wir den Mini-Roboter Stormer aus der Eismaschine von der Hero Factory von 2014. Er hat einen blauen, neutralen Minifigurenkopf auf einem Skelettkörper und besondere Roboterarme und Beine. Auf die Brustplatte kommt ein H. Hier haben wir einen kleinen Kampfdruiden aus der Star Wars Episode 1. Die Handgelenke kann man nicht drehen, aber es gibt eine quer und vertikal stehende Greifhand. In der Ruhestellung kann sich der Druide zusammenklappen. Das ist ein B2 Superkampfdruide aus den Clone Wars von 2024. Eine typische, häufige Star Wars-Figur ist der sympathische astromechanische Druide R2-D2 in seiner Standardausführung von 1999.
Der Kopf erinnert an die Minions aus dem Jahr 2020 mit ihren besonders geformten Körpern. Die Arme sind beweglich mit Techniksteckern in den Körper eingesteckt. Wer gerne in die Welt der Minifiguren eintaucht, greift zu den unzähligen bebilderten Enzyklopädien. Als Sammler braucht man aber einen gut strukturierten Katalog. Ich habe hier die zweite Auflage des Spartnak mit 3500 Figuren bis 2015. Dann gab es einen jährlichen Ergänzungsband und 2015 kam nochmals der Komplettkatalog mit damals 6500 Figuren heraus. Seither kommen jedes Jahr 800 bis 1000 neue Minifiguren dazu. Inzwischen gibt es 1500 und man kann sich nur noch auf Online-Datenbanken einen Überblick darüber verschaffen. Neben den bekannten Minifiguren hat Lego ja zahlreiche andere Figurensysteme herausgebracht, die ich euch in verschiedenen Videos schon teilweise gezeigt habe. Für diese interessanten Figurenwelten gibt es einen eigenen dünnen Katalog. Diese Kataloge sind eigentlich nur ein einfacher Ausdruck der Bricklink-Datenbank. Man kann sie gut durchblättern, aber sie sind nicht besonders übersichtlich. Ich finde es einfach faszinierend, wie viele verschiedene Figurentypen Lego im Laufe seiner langen und abenteuerlichen Geschichte herausgebracht hat. Und bei vielen Figuren ist es sehr schade, dass es sie heute nicht mehr gibt. Wir werden uns noch gemeinsam einige dieser besonderen Figuren anschauen und vergleichen. In vielen Basic, Freestyle, System- und Classic-Sets gab es von 1991 bis 2009 bedruckte Steine mit Gesichtern für einfach gebaute Figuren. 1981 bis 82 gab es einfache 2x2 Basic-Figuren mit netten Köpfen. Und diese Köpfe der Basic-Figuren waren 1986 in 4 verschiedenen Basic-Sets auf beweglichen Fabuland-Körpern montiert. In der Fabuland-Welt von 1979 bis 1989 hatten die Figuren Tierköpfe. Hier sehen wir Clara Kuh. Die Figuren sind kantig gebaut, den Kopf kann man mit einem Kugelgelenk für niedliche Gesichtsausdrücke drehen und neigen. Die Arme und Beine sind getrennt beweglich, die Beine kann man aber nicht nach hinten drehen, deshalb können die Figuren trotz der kantigen Füße im Gegensatz zu den Minifiguren nicht im Lauf aufgestellt werden, wenn man sie nicht mit einem Fuß auf die Noppen klemmt. Es gab eine wunderschöne große Fabuland-Spielwelt mit vielen einfach gebauten Häusern und Fahrzeugen. Es kamen 20 unterschiedliche Tierköpfe vor auf 93 verschiedenen Figuren. Und viele der Figuren haben in den Sets eigene Namen, natürlich unterschiedlich in den Katalogen der verschiedenen Sprachen. Im Duplo-Spielsystem sind 1976 die ersten einfachen Bausteinfiguren herausgekommen. Sie können nur den Kopf drehen und werden parallel zu den neuen Figuren bis 1986 als Basic-Figuren weitergeführt. 1991 gab es diese erneuerten Basic-Figuren mit einem flachen, niedrigen Körperteil. Die ersten Duplo-Figuren mit beweglichen Armen und Beinen gab es 1983, zuerst mit einer einfachen, kantigen Form und 2004 kamen die neuen Figuren heraus, die wir heute gewöhnt sind, mit den abgerundeten Körperteilen. Die Hände sind in Hautfarbe eingesetzt, man kann sie aber nicht drehen. Gleichzeitig gab es im ersten Jahr 2004 auch schon die neuen Kinderfiguren. Auch bei den alten Figuren gab es schon 1994 Kinder.
1998 gab es bei Western Ladies einmalige Röcke. Bei den neuen Figuren gibt es 2005 Kinderfiguren mit Haaren zum Kämmen als Prinzessinnen. 2006 gibt es Piraten mit Holzbeinen. 2006 gab es Piraten mit Holzbeinen und 2009 kam das erste Baby heraus, das schon auf seinen Füßen stehen konnte. Und heuer 2026 gibt es eine Kinderfigur mit einem neuen Fußsack als Baby. Von Duplo gibt es auch eine ganze Reihe Spezialfiguren von verschiedenen Lizenzthemen, die man mit ihren Füßen auf 2 große Duplo-Noppen stecken kann. Von 2001 bis 2008 gab es sogar 16,5 cm große Duplo-Anziehpuppen mit passenden 4,8 cm großen Babys. Neben Duplo gibt es noch weitere Spielsysteme für Kleinkinder, wie das Lego Primo aus den Jahren 1995 bis 1999 für Kleinkinder zwischen 6 und 18 Monaten. Mit besonders großen Noppen, auf die man auch Figurenköpfe stecken kann. Von Primo gibt es 3 verschiedene Figurenarten. Seit 1983 gibt es verschiedenes Duplo-Babyspielzeug und nur ganz kurz von 2004 bis 2006 war Lego Quattro auf dem Markt mit doppelt so großen Steinen wie Duplo. Es gab eine einzige Quattro-Figur und es ist unglaublich, dass diese einzigartige Figur heute Höchstpreise erzielt. Zurzeit werden die einzigen 2 auf Bricklink verfügbaren Figuren mit 700 € in Amerika und 1000 € in Europa angeboten, nur für den Fall, wenn jemand seine Lego-Figurensammlung vervollständigen möchte. Besonders schön sind die Lego-Technik-Figuren, die 1986 mit dem Arktis-Thema eingeführt worden sind. Es sind 9 cm große, voll bewegliche Gliederfiguren. Der Kopf hat sogar eine Nase und Ohren und ist mit einem Kugelgelenk frei drehbar am Rumpf befestigt. Genauso sind Schultern, Ellbogen und Handgelenke frei drehbar und in allen Richtungen beweglich. Die Greifhände können eine Technikachse oder einen Technikstecker festhalten. Die Hüfte und die Sprunggelenke sind mit Kugelgelenken verbunden und das Knie ist ein Scharniergelenk. Auf der Seite haben die Beine 2 Technikstecker und die Fußsohlen der Schuhe kann man auf 2 Noppen klemmen. Es sind wunderbar bewegliche Figuren, mit denen man viele Körperhaltungen nachstellen kann. Ich finde es besonders schade, dass diese großartigen Figuren 2001 wieder aufgelassen worden sind. Sie würden perfekt auch in die heutigen Techniksets hineinpassen. Ein noch viel kürzeres Leben hatten die Juniors-Figuren, die es nur von 2001 bis 2006 gegeben hat. Sie sind 2001 mit der Jack Stone-Reihe herausgekommen und wurden 2003 mit der For Juniors und Creator-Reihe weitergeführt. Sie sind realistische Actionfiguren für einfach gebaute Spielsets. Der Kopf ist besonders realistisch gestaltet, er kann sich aber nur um die eigene Achse drehen. Auch die Arme und Beine haben weniger Bewegungsfunktionen, sie können nur geschwenkt werden und haben keine weiteren Gelenke, weder an den Ellbogen noch an den Handgelenken. Neben Jack Stone steht Tina, eine Spielfigur aus verschiedenen Creator-Sets. Die Minipuppen haben wir uns schon bei den Friends von 2012 und bei den Prinzessinnen von 2014 angesehen.
Neben den weiteren Minipuppenspielwelten der Elfen von 2015, dem Lego Movie von 2019 und den DC Supergirls von 2016 gab es noch Gabis Dollhaus von 2023 und im Jahr 2024 Wicked und Wednesday. Das sind alles schön gestaltete Minipuppen, die perfekt zu diesen Mädchenthemen passen. Unter den vielen verschiedenen Figurensystemen, die Lego herausgebracht hat, nimmt Bionicle von 2001 eine außergewöhnliche Stellung ein. Es sind große Gelenksfiguren, die aus besonderen Formteilen gebaut sind. Das System hat eigentlich keine besondere Spielwelt mit Bauwerken oder Fahrzeugen, sondern besteht ausschließlich aus gebauten Actionfiguren. Es ist eher ein Spiel- und Sammelsystem als eine typische Lego-Spielwelt. Bionicle ist ein von Lego selbst erfundenes Universum von biomechanischen Kampffiguren, deren Geschichte in zahlreichen Comics, Büchern, Filmen und Online-Spielen erzählt wurde. Die typischen Funktionsteile für die Bionicle-Figuren sind die großen, stabilen Kugelgelenke, die 1995 entwickelt wurden, aber erst 1999 in die ersten Sets kamen. Es gibt Kugelgelenke, die in große Basic-Steine eingebaut werden können und Elemente, die mit den Technik-Liftarmen kompatibel sind. Mit den technisch-organischen Formen kamen schließlich Gelenkselemente heraus, die nur noch die große Kugelelementverbindung haben und keine weiteren Noppen oder Technikstecker. Typisch für Bionicle sind die vielen verschiedenen Roboterformteile mit Kugelgelenk und Technikverbindungen. Und der Bionicle-Kult beruht auf verschiedenen Masken, die die Kampfroboter tragen. Neben den Masken gibt es auch verschiedene Brustpanzer als Knieschützer und Schultern. Die Bionicle-Figuren sind eine Spielwelt, die ganz ohne die traditionellen Lego-Noppensteine auskommt, genauso wie die heutige Lego-Technik. Es gibt technische Actionteile wie diese Revolver. Hier habe ich das Bauteil mit der Kugelgelenkverbindung und mit 5 Schuss Munition. Unten ist das Kugelgelenk und oben ist ein Technik-Achsverbinder. Dann gibt es noch eine ganze Reihe besondere Formteile für Werkzeuge und Waffen. Mit so einer Kiste voller Bionicle-Ersatzteile, die ich irgendwo aus Konvoluten aussortiert habe, kann man überhaupt nichts anfangen. Die Teile sind zwar untereinander kompatibel, aber sie passen in Form und Farbe einfach nicht zusammen. Ich habe hier eine Beispielfigur zusammengebaut und habe mich ungefähr an die Bauanleitung des Skull Grinder von 2015 orientiert. Ich hatte aber nicht alle richtigen Teile. Die Arme und Beine sind mit den großen Kugelgelenken beweglich angehängt. Auf den Schädel gehört wahrscheinlich noch eine Maske. Die Füße haben große Krallen für die Standfestigkeit und im Brustkorb ist ein Technikgetriebe eingebaut, mit großen 4er-Kugelfingerzahnrädern und einer Umleitung über 2 Neunerritzel in den Schultern, damit man die 2 großen Arme bewegen kann. Sie drehen sich beide in gegensätzlicher Richtung nach hinten und nach vorne und schwenken dabei ihre furchterregenden langen Waffen. Hier sehen wir nochmals das Getriebe für die 2 Schlagarme von hinten und am Kopf den Hebel für die Maskenabwurffunktion. Auf den Unterschädel gehört noch eine Totenkopfmaske. Hier ist der Körper mit den 5 Kugelgelenken. Die Beine mit den Brustpanzern als Kniescheiben und die großen Standfüße mit den 4 Krallen. Hier habe ich noch aus einigen Teilen die Stormer Freeze-Maschine 44017 aus der Hero Factory von 2014 zusammengebaut. Die wichtigsten Arme und Werkzeuge fehlen leider.
Zum Abschluss des heutigen Videos zeige ich euch noch die interessanten Baufiguren der Dinosaurier. Aus jedem Set kann man 4 verschiedene Dinosaurier bauen. Der Deckel der Verpackungsdose hat oben Noppen und man kann ihn als Standsockel für die Modelle verwenden oder auch als felsiges Dinosauriernest. In der Dose sind die Teile für die 4 verschiedenen Dinosauriermodelle. Der Körper besteht aus 2 Teilen und wird oben von 2 Dachsteinen zusammengehalten. Beim Brachiosaurus ist ein kleiner Kopf, ein langer Hals und ein langer Schwanz dabei. Wenn man in die Löcher für die Gliedmaßen mit Techniksteckern die Flossen hineinsteckt, kommt ein Plesiosaurus heraus. Der Meeressaurier erinnert an das Ungeheuer von Loch Ness. Auf die Beingelenke kann man auch die zusammenhängenden Beine einschieben, die in verschiedenen Positionen stabil einrasten können. Wenn man die 2 kleinen Drachenvorderarme einsetzt, bekommt man einen zweibeinigen Fantasiesaurier. Bei den zweibeinigen Dinosauriern sind für eine bessere Standfestigkeit an den Fußsohlen Krallen aufgesteckt. Mit den 2 langen Vorderbeinen kommt der Brachiosaurus heraus und setzt man die langen Beine hinten ein, dann ergibt das den Diplodocus. Wir stellen jetzt den Brachiosaurus 6719 auf seinen Sockel und stellen auch den Styracosaurus 6722 zusammen. Diese beiden Sets hat mein Sohn einmal auf einer Lego-Verkaufsbörse gesehen und musste sie unbedingt haben. Dieses Modell hat den typischen Triceratops-Kopf, auf den man verschiedene Hörner aufstecken kann. Mit 2 Hörnern ist es der Triceratops, mit 4 Hörnern der Styracosaurus und ohne Hörner der Centrosaurus. Es ist eine sehr nette Idee, 4 verschiedene Saurier aus einem einzigen Set zu bauen. Mit diesen Dinosaurierbaufiguren sind wir heute leider wieder am Ende der 2. Figurenfolge angelangt. Am nächsten Freitag gibt es die 3. und letzte Folge mit den Belleville und Scala Gliederpuppen. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen! Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.